Also Antje, erstmal vielen Dank, dass du mir hilfst und dass du hier gekommen bist und mitmachst. Bevor wir anfangen, ist es wichtig, dass die Leute, die das sehen, wissen, dass wir nicht vor irgendwas vereinbart haben oder irgendwas abgesprochen haben. Genau. Du bist nicht eingeweiht, ich habe dich nicht gebeten, irgendwie mitzumachen in irgendeiner Form, also oder mitzuspielen. Und Hand aufs Herz, du hast keine Ahnung, was wir hier gleich vorhaben. Keine Ahnung. Okay, freust du dich? Total. Sehr gut. Fantastisch. Aber ich habe dich gebeten, einen Gegenstand mitzubringen. Und es sollte ein Gegenstand sein, der für dich irgendwie eine emotionale Bedeutung hat, der dir wichtig ist und den du gerne hast. Hast du so etwas mitgebracht? Ja, sehr gut. Und auch wieder, du hast niemandem gesagt, was das ist. Niemand weiß, was das ist. Du hast ihn mir nicht gezeigt, du hast ihm den Kameramann nicht gezeigt. Niemand weiß, was das für ein Gegenstand ist. Sehr schön. Dann tu mir einen Gefallen und tu den Gegenstand hier in diese Kiste rein. Und zwar auch, kannst du gerne unter den Tisch nehmen, am besten so, dass niemand sehen kann, was es ist. Auch die Kameramann nicht und ich auch nicht. Ich schaue ein bisschen weg in der Zeit und tu ihn da rein. Sag mal, wenn du das gemacht hast. Okay? Okay, ist Gut. drin. Sehr schön. Ich möchte gerne von meinem Lieblingsbuch erzählen und vielleicht kennst du das sogar. Das Buch ist Krabat von Ottfried Preußler. Und in dem Buch geht es um Krabat, einen Betteljungen, der auf seinen Wanderungen durch die Lausitz eines Tages an eine Mühle kommt und dort beim Müller in die Lehre geht. Und mit der Zeit stellt sich heraus, dass dieser Müllermeister Krabat und die anderen Lehrlinge nicht nur im Mühlhandwerk, sondern auch in der Kunst der schwarzen Magie unterweist. Und am Anfang ist Krabat davon fasziniert und begeistert, aber mit der Zeit stellt sich heraus, dass die Lehrlinge einen hohen Preis zahlen müssen für die Macht, die ihnen die Zauberkunst verspricht. Und als Krabat das herausfindet, versucht er zu fliehen. Und er läuft weg. Aber die Macht des Müllers und der Willen des Müllers ist so stark, dass sie ihn zwingt, immer wieder zurückzukehren zur Mühle, sodass er am Ende des Tages buchstäblich wieder vor der Mühle steht. Und es scheint kein Entkommen zu geben. Aber Krabat findet unter den anderen Lehrlingen einen heimlichen Verbündeten. Und zwar ausgerechnet in dem tölpelhaften Juro. Ein Junge, der scheinbar zu dumm ist, um die Zauberkunst zu lernen. Aber Juro hilft Krabat, sich auf einen Kampf mit dem Meister vorzubereiten. Und sie treffen sich heimlich und sie trainieren ihre Willenskraft. Antje, würdest du sagen, dass du einen starken Willen hast? Ja? Schon sehr. Bist du leicht zu beeinflussen oder bist du leicht zu manipulieren? Was würdest du sagen? Ich bin leicht zu beeinflussen, aber nicht leicht zu manipulieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Antje, kannst du diese Kerze ein Stück zu dir ranziehen, dann wäre das kein Problem für dich, richtig? Kein Problem? Kein Problem. Wir werden das gleich nochmal probieren. Aber diesmal werde ich versuchen, meinen Willen gegen deinen zu setzen. Und ich werde versuchen, dich daran zu hindern, die Kerze zu dir hinzuziehen und die Kerze zu bewegen. Ich schaue mir einmal in die Augen. Versuch es nochmal. Die Kerze ist ranziehen. Okay. Okay. Wie fühlt sich das an? Kannst du das irgendwie erklären? Also. Die klebt fest, oder? Ich bin fest? Ja, also die geht erst, ging die ganz leicht Ja. und dann, weil es so Okay, noch ein klebt, kleines ist sie bisschen konntest du noch bewegen, aber es war Genau. sehr schwer, ja? fest. Das war schwer. Okay. Und dann ist sie ausgebüxt. Hat sie sich bewegt? Gut, Ja. schau mich noch mal einmal an. Versuch die Kerze zu bewegen. Wie fühlt sich das an? Also jetzt habe ich nicht wirklich Kraft im Arm. Das geht irgendwie nicht. Okay, dann kannst du aufhören, das zu probieren. Ich habe hier einen Zettel für dich und einen Stift. Und ich möchte, dass du gleich deinen Namen schreibst. Du würdest wahrscheinlich, deinen Namen schreiben ist einfach. Ne? Okay, dann mach das bitte einmal.
Kein Problem? Kein Problem. Brauchst du noch einen zweiten und dritten Namen? Nein, einen Namen reicht. Eine sehr schöne Unterschrift. Schreib ruhig noch einmal. Okay, gleich noch einmal. Schau mich an. Versuch's noch einmal. Was ist los? Lieber aufhören, es zu versuchen? Okay, das ist in Ordnung. Ich kann es auch nochmal probieren. Das ist in Ordnung. Gib mir mal einen Stift. Möchtest du noch einmal probieren? Ja. Ich will sie ja nicht verarschen. Okay. Klar, du kannst es für einen Augenblick, du kannst später nochmal probieren. Ne? Eine letzte Sache. Kannst du dir das irgendwie erklären? Wie fühlt sich das an? Also, nee, nicht wirklich. Es ist so, dass der Stift wie so ein Eigenleben hat. Und ich habe eher das Gefühl, das ist jetzt schon fast ein Selbstporträt geworden. Ja, ich sehe eine Nase. Ich auch. Im Profil, ne? Ich auch im Profil. Und ein markantes Kind. Genau. Ja, doch, Mal ich sehe gucken, das ob auch. es im Alter so wird. Das gefällt mir gut. Eine letzte Sache möchte ich gerne auch mit dir machen. Glaubst du, wenn ich dich bitten würde, die Kerze auszupusten? Das wäre wahrscheinlich leicht für dich, ja? Okay. Dann schau mich noch einmal an. Versuch's. Kannst aufhören, das zu versuchen. Aber du kannst mal mit mir sprechen. Ja, das Ja. geht. Was war das für ein Gefühl? Wie war das? Wie Es war- hat sich das angefühlt, als du versucht hast zu pusten? So ein Dutz auf dem Mund. Wie so eine Wand vom Mund? Ja, genau, wie so eine Maulsperre. Hast du Ich so hab schon mal gerade- erlebt? oder Noch was? nie. Nee. Noch nie. Oh, noch gar nie. Krabat geht es am Anfang in der Geschichte genauso wie dir. Und gelingt ihm nicht, sich Juros Willen zu widersetzen. Weil Juro, anders als man denken würde, ist nicht ganz so dumm, wie er aussieht. Aber eines Tages, während sie trainieren, hat Krabat seine Hand in der Hosentasche. Und er denkt da gar nicht drüber nach. Aber in der Hosentasche hat er einen Ring, einen geflochtenen Ring aus Haaren. Und den hat ihm ein Mädchen geschenkt, das er mehr liebt als alles andere, die Kantorka. Und Krabat denkt da gar nicht drüber nach, aber in seiner Tasche umschließt er mit der Hand diesen Haarring und plötzlich ist es für ihn ganz leicht, sich Juro zu widersetzen. Und das ist völlig problemlos und er kann all die ganzen Aufgaben und all die ganzen Dinge, die sie probieren, fallen ihm absolut leicht. Und du hast auch einen Gegenstand dabei. Und noch einmal, du hast niemandem gesagt, was es ist, keinem den Gegenstand gezeigt. Er befindet sich hier in dem Kästchen. Und ich möchte, dass du den Gegenstand jetzt rausnimmst. Und du bist Rechts- oder Linkshänderin? Rechts. Rechtshänderin, okay. Dann nimm den Gegenstand raus, halte ihn in deiner linken Hand und wieder so, dass ich nicht sehen kann, was es ist und auch die Kamera nicht sehen kann, was es ist. Ich schaue mal weg. Hast du ihn? Ja, Kann ich umdrehen? jetzt. Und wir versuchen das nochmal. Jetzt, wo du den Gegenstand in der Hand hältst, machen wir genau die gleichen Sachen nochmal. Okay, wir fangen wieder an mit der Kerze. Schau mal hier an. Versuch die Kerze zu bewegen.
Leicht? Edgy. Okay. Sehr Total gut. leicht. Ja? Ja, kein Eigenleben. Okay. Und wie sieht es mit dem Namen aus? Schau mir an. Versuch zu schreiben. Leicht. Sehr gut. Diesen Gegenstand, den du jetzt in der Hand hältst, darf ich versuchen zu erraten, was es ist? Du kannst es gerne versuchen. Ja? Das ist was Schweres. Ist es Schweres? Das Ist es Schweres? Okay. Gut, dann kannst du ihn zwischen deinen Händen halten und die Hände ein bisschen nach vorne. Sehr gut. Der fühlt sich irgendwie interessant an. Das ist ein interessantes Gefühl in der Hand. Wenn du ihn so hältst, fühlt sich das interessant an in der Hand? Ja? Ist das ein Geschenk? Ja. Hast du von einer Freundin bekommen, ja? Ja? Und konzentriere dich auf den Gegenstand, spür ihn wirklich. Von der Form her war es so ein bisschen, das hat so ein paar Rundungen und so ein paar Ecken und Kanten. Ich hätte jetzt fast gedacht, es ist ein Schlüssel, aber es ist kein Schlüssel, es ist auch nicht aus Metall. Ist das eine kleine Figur? Ja. Ist das ein Tier an irgendeiner? Ja. Ja oder nein? Ist das, was du in der Hand hast, ist das ein Eichhörnchen? Ja? Ja, zeig mal. Wirklich? Zeig. Kannst nicht glauben. Das ist mein Eichhörnchen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was das, von wem du das hast? Ja, ja, klar. Das ist ein Geschenk von meiner, ich habe 2 beste Freundinnen und das eben von Ria. Und ich habe eine enge Verbindung mit Eichhörnchen. Ja. Ich habe Eichhörnchen, was regelmäßig zu mir zu Besuch kommt. Und schon in Kindertagen habe ich ein Lieblingsbuch gehabt, das hieß Rotnuss, das Eichhörnchen. Und dieses Eichhörnchen kommt mich eben ständig besuchen und war jetzt auch schon öfters in meiner Wohnung. Und Ria sagt immer, ich sehe aus wie ein Eichhörnchen. Am Ende des Buches kommt es zum Kampf zwischen Krabat und dem Meister. Und es ist ein Kampf der Zauberer und ein Kampf des Willens. Ja. Und Krabat hat alles getan, um sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Er hat seinen Willen trainiert und hat einen Plan ausgeheckt. Aber der Meister scheint all das vorhergesehen zu haben. Und er stellt Krabat eine Falle. Und es sieht so aus, als würde Krabat den Kampf verlieren. Und als hätte er sein Leben und das Leben der Kantorka verwirkt. Und dennoch verliert der Meister den Kampf. Und noch in derselben Nacht muss er sterben. Und die Mühle am Koselbruch geht in Flammen auf. Aber der Meister verliert nicht gegen Krabats Willen. Oder er verliert nicht, weil Krabat vielleicht einen neuen Zauberspruch gefunden hat, einen geheimen, supermächtigen. Sondern er verliert gegen die Liebe, die zwischen Krabat und der Kantorka herrscht. Und es scheint so, als wären alle Rituale und alle Zaubersprüche wirkungslos angesichts dieser Liebe. Und das ist das, was mich so an diesem Buch berührt. Und das ist der Grund, warum ich, seit ich ein kleiner Junge bin, das Buch immer und immer wieder gelesen habe. Und ich hoffe, Antje, dass du das, was hier heute stattgefunden hat, auch ein bisschen in diesem Licht sehen kannst. Total. Jetzt bin ich total gerührt. Das ist echt schön. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mitgemacht hast. Und habe noch eine letzte Sache, um die ich dich bitten würde. Kannst du für mich die Kerze auspusten?